Ja Leute, heute bin ich mal noch alleine oder, nee, warte mal, da steht der alte Laptop-Ingenieur ja schon. Sag mal, was ist denn hier los? Hä? Stehst du hier mit dem Laptop? Ja, Was ist denn da los? ich stelle gerade noch die Leistung ein. Was machst du? Ich stelle gerade noch die Leistung Mit dem ein. Laptop? Genau, mit Ach, dem hör Laptop. auf zu erzählen. Wir haben ja hier den C13B Motor. Möchtest du den jetzt haben in 340 kW, 370, 400 oder 430 kW? Ich nehme immer alles, was geht. Also, ne? Alles, was geht. Gut. Alles, was geht. Dann kriegst du jetzt einmal das schöne D-Rating, 430 kW. So. Ja, genau, als wenn jetzt schon die Leistung drauf wäre. Ich muss doch mit Sicherheit noch irgendwie einen Turbolader oder so umbauen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass wir jetzt 430 kW per Knopfdruck, das wünschen sich alle Kunden. Genau, das ist der springende Punkt, dass der Motor in allen 4 Leistungsstufen, also im A, B, C oder D-Rating, 1:1 der gleiche ist. Also es ist im Prinzip, dass über die Einstellungen in der Software quasi das Mapping vorgewählt wird, Ja. welche Leistung der Motor bekommt. Ja, krass, auf jeden Fall. Wie ist das hier? Also, du hast jetzt gerade gesagt, wir haben die Service, also die Leistungen haben wir quasi per Software Bums auf dem Motor. Wir müssen keine anderen Komponenten wechseln. Genau, das ist halt hier auch das Schöne und das ist ja auch so der Benefit, den wir dem Kunden mitgeben können. Du hast den Motor immer wieder in der gleichen Einbaukonstellation. Ja. Natürlich, wenn du mehr Leistung abrufst, hast du natürlich mehr Wärme, die du im Kühlsystem auch runterkühlen musst. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier am Turbolader stehen oder bei dir gegenüber am Ladelufteintritt, die Anbaukomponenten und die Schnittstellen zur Maschine sind immer wieder die gleichen. Und jetzt komme ich noch zum nächsten Punkt. Aha. Das Schöne ist, das ist jetzt der Motor in der HRC-Version, also wieder Highly Regulated. Das heißt also, es ist auch wieder so wie Standard bei unseren Motoren EU-Stufe 5, EPA Tier 4 Final, CARB-Zertifizierung, Japan MLIT, Südkorea und dann eben auch kommt China 4. Das sind 13 Liter, ne? Genau, 13 Liter rein 6er. 13 Liter rein 6er mit 430 kW. Genau. In der Spitze. Genau, in der hochregulierten Variante 430 kW. In der niedrig regulierten Variante sind es in Anführungsstrichen nur 400 kW. Da ist es so, dass es natürlich grundlegend für den Motor auch wieder möglich wäre, die 430 kW zu erreichen. Da ist es nur so, dass wir bewusst, bei dem Motor haben wir ja hier weder in der hochregulierten als auch in der niederregulierten keine EGR. Und wenn du dann im Prinzip in der niedrig regulierten Variante die Leistung erbringen möchtest, musst du ja auch irgendwo Abgaswerte erzielen, die eben noch äquivalent zu Tier 3 sind. Ja, klar. Und da hat CAT gesagt, das wollen wir ganz bewusst komplett ohne EGR machen, komplett ohne Abgasnachbehandlung. Weswegen man dann die 400 kW einfach limitieren muss, um noch die Emissionswerte einzuhalten. Das hat nichts damit zu tun, dass der Motor das grundlegend nicht könnte. Es geht da rein um die Emissionswerte, die auch in der niedrig regulierten Variante ja trotzdem noch erfüllt werden müssen. Okay, krass. Also brauche ich hier bei diesem Motor in diesem Falle mit der Leistung, mit diesen 400 kW, brauche ich dann noch brauche ich keine Abgasnachbehandlung? Nein, also in dieser Leistungsgruppe? Genau, in ORA, also Rest of World, sagen wir zum Beispiel Südamerika, sagen wir Afrika oder eben aktuell, wo es noch China 3 ist, hast du den bis 400 kW komplett ohne Abgasnachbehandlung. Ja. Und wenn wir jetzt wieder auf die Stufe 5 gehen, kann man eben bis 430 kW gehen. Man denkt sich im Prinzip seine Abgasnachbehandlung, sein Abgasmodul hier oben drauf. Ja. Das ist auch komplett analog, also vom Aufbau, vom Prinzip, von der Funktion ist es genau wie beim C9.3b. Ja, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Genau, also wenn du da weitere Infos hast, noch nähere Details, wie das ganze System so aufgebaut ist, kann ich dir nur das Video zum 9.3b empfehlen. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ach, das C9.3b, ja genau. Ja. Genau, da war ja was. Der einzige Unterschied ist nur im Vergleich zum 9.3b, das sieht man hier hinten am Turbolader, dass wir hier unser Turbinengehäuse sehen und hier hinten dran, das ist ein 7. Injektor. Und man sieht auch schon, das geht ja zu dir dort rüber. Hier sind so kleine, auch gelb lackierte Stahlleitungen dran. Da ist einmal Kraftstoff drin als Einspritzung für den 7. Injektor. Das ist quasi der 7. Injektor. Und die Kühlwasserleitung. Und das Schöne daran ist auch wieder, du siehst, es ist komplett angebaut. Du brauchst nichts tun. Plug and Play sage ich dann nur wieder. Genau, Plug and Play oder hier sogar gar nichts mehr machen. Weil man sieht ja jetzt auch hier wieder diese Variante, wo wir im Prinzip das Abgasmodul und alles weitere möchte der Kunde im Prinzip separat in der Maschine platzieren. Trotzdem, bei dieser Variante ist auch der 7. Injektor alles schon fertig. Oh, das ist aber geil. Genau. Weil also du siehst im Prinzip auf deiner Seite dann auch... Ja, ich habe hier auf meiner Seite tatsächlich einmal die Leitung, sehe ich hier
jeweils noch mit Magnetventil. Ich denke mal, hier drüben ist noch Genau, ein das ist im Sensor Prinzip zu sehen. die Dosiereinheit, die dann im Prinzip hier die Einspritzung für den 7. Injektor regelt. Okay, Aber du siehst krass. auch, dass da das schon fertig verkabelt ist. Ist es denn jetzt ein anderer Injektor wie die jetzt Zylinderkopf? im Ventiltrieb bzw. im Zylinderkopf drin sind? Ja, also es ist hier im Prinzip der 7. Injektor heißt, weil wir haben ja 6 im Ja, Motor drin. klar, das ist jetzt hier natürlich, ein 6 Zylinder, zusätzlicher, 6 Injektoren. aber wir haben hier eben nur einen geringeren Einspritzdruck, weil es ja hier dann nur darum geht, quasi noch zusätzlichen Kraftstoff in den Abgasstrang mit einzuspritzen. Und auch bei diesem Motor konnten wir jetzt im Zuge der EU-Stufe 5 nochmal wiederum den Kraftstoffverbrauch verbessern. Also wir haben in Stufe 5 im Vergleich zu Stufe 4 6% Kraftstoffersparnis. 6%? Genau, 6%. Aber das sind doch alles gleiche Komponenten, oder nicht? Genau, also es ist wieder so der Punkt, dass man hier im Prinzip auch wieder innermotorisch das Ganze nochmal angepasst hat. Und vor allem, wir fahren jetzt ja hier ein anderes Abgasnachbehandlungssystem. Ja. Und man kann jetzt hier 6% Kraftstoff einsparen im Vergleich zu EU-Stufe 4. Hat zwar, dadurch, dass wir die EGR weglassen, jetzt werden ja alle, die sich damit ein bisschen auskennen, werden ja dann fragen, okay, wenn ich die EGR einspare, dann habe ich ja auch ein bisschen mehr AdBlue-Verbrauch. Ja, das ist richtig. Ja. Also man redet nicht mehr so von 3 bis 4%, sondern vielleicht zwischen 6 oder 8% AdBlue-Verbrauch, die man jetzt hat. Ja. Aber man sagt im Prinzip, ich habe 6% weniger Kraftstoffverbrauch, dafür 3% mehr AdBlue-Verbrauch. Total Fluid Consumption ist dadurch trotzdem ja geringer. Ja, klar. Und es ist ja nun mal auch noch so, dass AdBlue günstiger ist als Diesel. Das heißt, man hat hier in dem Punkt die Betriebskosten auch wieder nochmal wiederum senken können. So, also kann der Kunde sich hier auch wieder an einer großen Bandbreite von Teilen bedienen, die dann ihm zur Auswahl stehen. Genau, also hier ist es auch wieder so, dass dieses Typische sich wieder ja durch alle Motoren durchzieht. Du kannst dir die Filter angebaut wählen, Ja. du kannst sie weggebaut wählen. Wenn du sie weggebaut wählst, kannst du auch die ganzen Leitungen dazu von uns haben. Also dass zum Beispiel der Kraftstoff oder der Ölfilter weggebaut ist, aber mit dem Schlauchset schon aufgerollt dran ist. Du kriegst die Kabelbäume wieder fertig zum Anstecken von uns. Ja. Das siehst du auf deiner Seite links dort auch sehr schön. Dass wenn man diese Variante hat, weggebauter Kraftstofffilter, dass dort am Motor auch wieder definierte Motorstecker sind, wo du nur den Kabelbaum für diese Option ransteckst. Genau, ja, das heißt, stimmt. es sind einfache Kabelbäume, Genau. analog zum AdBlue-Tank, wie wir es im 9.3B-Video auch mal gezeigt haben, die du dann einfach nur an den Filter ansteckst, an den Motor ansteckst, schon ist die Verbindung hergestellt und du hast keinen zusätzlichen Verdrahtungsaufwand, was das betrifft. Ist ja eigentlich echt, also ich sag mal so, was das betrifft, ist das ja wohl wirklich sehr kundenorientiert und nutzerfreundlich, das Ganze. Genau. Letzte Frage noch einmal. Gibt es hier dann quasi, so wie bei dem vorherigen, also bei dem C9.3, auch wieder eine komplette, fertige Unit, also mit Lüfter, mit Luftfilter und so weiter? Ja, das gibt es bei uns bei jedem Motor. Du kannst immer bei jedem Motor diese Variante wählen oder gehst wieder bis hin zur IOPU, dass du also quasi wieder Luftfilter, Abgasmodul, Kühlsystem, alles angebaut, alles fertig hast. Das rundum Sorglos-Paket. So wie es in quasi. die Maschine passt. Ja, Genau. geil. Schön. Danke nochmal, Hannes, für deine exzellente Beratung. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Guckt auch gerne einmal bei den anderen Videos vorbei und ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg nach Hause. Ja, wie sieht's denn aus? Sag mal, hast du hier die LED-Leiste eingebaut? Ey, das glaube ich aber nicht, ne? So wie du das anpackst, geht da auf einmal ein bisschen was kaputt oder was? Nö. Das ist doch nicht dein Ernst Guck mal hier, jetzt. der hat einen Wackler. Ja, ach nee, da war vorher alles schick.